Es ist dunkel, das Auto ist vollgeladen, die Koffer sind gepackt, die Kinder schon im Auto und wir sind auch schon frisch und ready. Und irgendjemand muss ja schauen, ob man wieder mit dem Elektroauto in die Türkei kommen kann oder nicht. Also, wir dachten uns, wir nehmen noch einmal die Kamera, steigen ins Elektroauto und fahren einfach wieder runter und schauen, ob es diesmal besser klappt oder schlechter klappt. Und ja, alles andere erfahrt ihr unterwegs. Ich würde sagen, somit können wir starten. Und was sagst du? Los geht's. Ja, los geht's. Ich habe jetzt einmal hier den App-Reset für euch genullt, damit wir das wieder über die gesamte Strecke erfassen können. Und der State of Charge ist ja auch bei 99%. Und ich würde sagen, somit fahren wir jetzt los und schauen mal, was die Reise so hergibt. Kurzer Hinweis für alle, die den ersten Roadtrip in die Türkei noch nicht kennen. Unten in der Beschreibungsbox findet ihr die Links für alle 3 Videos und dann könnt ihr das euch in aller Ruhe anschauen. Dort findet ihr übrigens auch den Link für den Roadtrip in die Niederlande und zurück. Und für alle, die sich mit dem EQB 250 bzw. 250 Plus noch detaillierter auseinandersetzen möchten, ich habe ein Zwischenfazitvideo nach 30.000 Kilometern gemacht mit Vor- und Nachteilen zu diesem Auto und auch diesen Link findet ihr unten in der Beschreibungsbox. Und jetzt geht's los. Lasst uns kurz über die Ladeplanung von Tag 1 von unserem Roadtrip von Deutschland in die Türkei reden. Wir starten hier im beschaulichen Gaggenau und werden unseren ersten Ladestopp im Gegensatz zu letztes Jahr nicht in Sulzumos haben, sondern eine Station weiter, kurz vor München. Danach, mit Österreich im Blick, werden wir den zweiten Ladestopp wieder in Wels haben wie letztes Jahr, weil es einfach ein toller Platz war zum Laden. Kurz vor Ungarn, aber immer noch in Österreich, werden wir unseren dritten Ladestopp in Parndorf machen, wo wir übrigens auch schon letztes Jahr waren. Wie letztes Jahr auch, fahren wir wieder durch Ungarn und nicht durch Slowenien und Kroatien und werden dann dementsprechend so bei Budapest laden. Und das sollte dann reichen, um dann bis nach Nordserbien anzukommen, in Palic, wo wir dann einchecken werden und dann in dem bekannten Restaurant schon vom letzten Jahr dann ein Abendessen genießen werden. So ist zumindest der Plan. Schauen wir mal, ob das so klappt. Einen schönen guten Morgen. Also reden wir über die Rahmenbedingungen. Wir fahren immer, wo es geht, mit hier Tempomat 130. Ich glaube, in manchen Ländern kann man nur 120 fahren. Ich habe wieder alles vergessen, Leute. Tut mir leid. Wir fahren mit Klimastufe 22 Grad, 21 Grad und das dann auf Lüfterstufe 3 oder 4, je nachdem, nur für euch zur Info. Also wir machen da nicht Klimaautomatik, weil das reicht uns einfach nicht. Wir wollen es einfach ein bisschen genauer haben. Darüber hinaus ist ja auch spannend, letztes Jahr hatte der EQB ja so knapp, ich glaube, als wir den bekommen haben, Liebling, 5.000 Kilometer, 6.000 Kilometer, als wir den Roadtrip gemacht haben. Und jetzt haben wir, jetzt müssen wir tatsächlich schauen, aber wir haben über 30.000 Kilometer. Das heißt, so Geschichten wie Batteriedegradation, also die Alterung der Batterie, spielen jetzt schon ein bisschen rein. Das heißt auch, Ladestationen, die wir vielleicht das letzte Mal gerade so erreicht haben, werden wir vielleicht dieses Mal nicht erreichen können. Oder doch? Wir wissen es nicht. Also wir begeben uns hier wieder auf ein Abenteuer. Das zum einen, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ich denke, wenn wir zurückfahren, sollte auf der Uhr vom EQB 250 knapp 40.000 Kilometer dann schon sein. Weil das letzte Mal haben wir auch knapp 7.500 Kilometer gemacht. Das dazu. So kennt ihr jetzt auch die Rahmenbedingungen und ich würde sagen, jetzt fahren wir los und ich denke, das nächste Mal seht ihr uns bei der ersten Ladesäule. Ab dafür! Nach 287 Kilometern sind wir jetzt bei unserem ersten Ladestopp und wir haben noch ein State of Charge von 17%. Und jetzt nehmen wir unsere Ladekarte und legen hier mal los. Wir sind hier an einer NBW-Ladestation und wir nehmen hier CCS2. So, und der EQB gibt hier Vollgas. Sind wir schon bei 35 kW. Das sieht schon mal toll aus. Ja, wunderbar.
102,8, top. Kommen wir zum Ladeerlebnis. Und zwar sind wir hier ja, an so einer Tankstelle, kann man sagen. Also auch nichts Besonderes. Wir sind jetzt bei 80% und werden hier abklemmen. Aber für alle, die sich über die Ladekurve des EQB 250 informieren wollten, so sieht das Ganze aus, wenn ihr so ungefähr, ich weiß nicht, bei was ich angesteckt hatte, 15–16%. Und dann haben wir relativ lange das hohe Plateau. Und jetzt stecken wir das Ganze ab. Ich kann jetzt hier mit der Ladekarte das Ganze, sag ich mal, beenden, aber ich mache es noch einfacher. Und zwar, ich drücke einfach hier auf den Knopf. Legen wir das wieder rein, machen einmal zu und jetzt schauen wir ganz kurz, wie viel Reichweite er uns anzeigt. Und er zeigt uns jetzt eine Reichweite von 318 bei normaler Fahrweise wie gehabt an oder 375 bei sehr sparsamer Fahrweise. Also ab geht's zur nächsten Station. Nach 525 Kilometern sind wir nun bei der nächsten Station angekommen. Ihr seht unser Verbrauch hier mit 17,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben noch eine erstaunlich große Restreichweite von 97 Kilometern und ein State of Charge von 23%. Aber da wir diesen Platz hier mögen, wir waren schon letztes Jahr hier in Wels, machen wir das einfach diesmal nochmal. Ja. Anfängerfehler. So, jetzt nehmen wir den rechten. Hier kann man übrigens auch mit anderen Karten bezahlen, auch mit Apple Pay, Google Pay. Und hier geht es auch direkt los. Spannend, dass in Österreich auch hier die NBW vorhanden ist. Hier mit Smartrix kann man weiterhin von den Konditionen profitieren. Müsst ihr aber in der App schauen. Also das hier sieht wunderbar aus. Das bedeutet, auch das klappt hier toll. Und wir ruhen uns ein bisschen aus, holen uns mal einen Kaffee beim Goldenen M und dann geht's gleich weiter. Ja Leute, was macht man in so einer zweiten Ladepause? Bei der ersten hat man vielleicht noch nicht so viel Hunger, aber naja, wir haben uns ganz klassisch belegte Brötchen gemacht. Aber wir haben auch für die Kids, weil die so Maiskolben mögen, gemacht. Und wir haben noch Gurken, Äpfel, ein bisschen Chips. Ja, also das, was halt hier die Kinder mögen. Wir haben jetzt hier 25 Minuten geladen, sind fast bei 80%. Jetzt sind wir es sogar und jetzt brechen wir das Ganze ab und fahren weiter. Machen das auch gleich zu. Jetzt darf ich auf dem Beifahrersitz und meine Frau darf weiterfahren. So, jetzt geht's los. Also das war die Ansage, los geht's. Nach 776 Kilometern sind wir nun bei unserem dritten Stopp. Könnt ihr schön wieder den Durchschnittsverbrauch sehen. Wir haben noch eine Restreichweite von 87 Kilometern und einen State of Charge von 20%. Und jetzt schließen wir das Ganze mal an und schauen uns dann gleich hier das Ladeerlebnis an. Wieder hier bei Smartrix NBW. Während der jetzt hier das Ganze aufbaut, zeige ich euch mal hier die Umgebung. Wir sind hier an einer Tankstelle bei Parndorf. Das ist übrigens ein Fashion Outlet. Und
So sieht dann das Ganze aus. Da ist dann noch eine Ladesäule. Und hier können dann 4 Elektroautos parken. Auto kann man hier waschen, kann sich hier Kaffee gönnen. Und wenn man möchte, sogar dort hinten Möbel shoppen. Ha. Aber gut, wir shoppen jetzt erstmal ein bisschen Strom und ruhen uns ein bisschen aus. Und der ein oder andere fragt sich, was mache ich eigentlich, wenn hier das Elektroauto so 20, 30 Minuten lädt. Ich zeige es euch. So, dann habe ich extra einen Schwamm mitgenommen, weil jeder wird es wissen, der auf so einen Roadtrip geht. Da kriegt man gewisse Sachen einfach nicht so schnell raus. Und dann mache ich das hier einmal sauber und das gleich noch auf der anderen Seite und schon hat man sich ein bisschen die Zeit vertrieben. So ist die Elektromobilität, Leute. Wo wir eben beim Scheibenputzen waren, ich habe auch hier mal diese Scheibe geputzt, einfach für den nächsten. Wir sind jetzt bei einem State of Charge von 82%, weil wir haben einfach getrödelt. Das ist normal im Urlaub, wir möchten uns da nicht hetzen. Und jetzt stecken wir das Ganze mal ab und fahren dann weiter. Und jetzt gehen wir, bzw. fahren wir zum nächsten Ladestopp Richtung Budapest und dann ab zum Tagesendvideo. Nach 983 Kilometern sind wir nun bei unserem 4. Ladestopp hier angekommen. Wir haben einen Rest State of Charge von 32% und jetzt initiieren wir hier den Ladevorgang. Dazu brauche ich nicht eine Ladekarte, sondern mein Telefon, denn wir laden hier bei Tesla in Budapest. Jetzt muss ich mal schauen, erstmal welche Nummer das hier ist. Das ist 5D. Wir öffnen erstmal hier die Klappe. Jetzt holen wir hier einmal die Tesla-App raus. Und wichtig, ihr braucht halt vorher schon ein Konto und müsst das alles hier hinterlegt haben. Und auch Zahlungsart muss bereits hinterlegt sein. Und Internet braucht ihr natürlich in dem Fall auch. Und jetzt sollte er ihr uns zeigen, dass wir hier sind. Und dann wählen wir hier 16 aus. Dann drücken wir hier Aufladen. Und dann nehmen wir hier 5D. Und Ladevorgang starten. Da habt ihr auch eben den Preis gesehen. So, jetzt sollen wir den Stecker einstecken. Schauen wir mal, was uns hier die Tesla-App sagt. Es hat auch schon eben geklickt und geklackt. Dort hinten leuchtet es auch schon grün. Hier oben steht auch schon, dass es geladen wird. Und 7500 Forint wurden auch schon soeben abgebucht. Wahrscheinlich so eine Art Vorabbuchung, welches dann im Nachgang dann korrigiert wird, je nachdem, wie viel man geladen hat. Und jetzt schauen wir uns mal kurz das Ladeerlebnis hier an. Also einfach ein großer Parkplatz. Und ich glaube, das bedeutet Einkaufen oder Einkaufsladen. Ich glaube, das ist sowas wie ein Kaufland. Ansonsten gibt es hier großartig nichts außer viele Parkplätze. Also in den Ladepausen kann man sich hier unterschiedlich betätigen. Ich versuche mich hier ein bisschen zu dehnen und so weiter, weil ihr wisst, 1000 Kilometer fährt man nicht einfach mal so. Aber andere Personen der Familie betätigen sich auf eine andere Art und Weise. Letzter Ladestopp und dann sind wir schon in Nordserbien. Wir haben mittlerweile einen State of Charge von 81%. Ich klemme das Ganze hier mal ab. Und da sehen wir auch schon, wir haben 339 Kilometer jetzt hier im Akku. Also, und ab dafür. Wir sind jetzt an der serbisch-ungarischen Grenze bzw. ungarisch-serbischen Grenze und wir haben nur noch knapp 20 Kilometer zum Hotel. Deshalb eigentlich so eine Art
Abschlussbericht machen. Wie ihr sehen könnt, haben wir 1152 Kilometer hinter uns und wir haben einen wundervollen Verbrauch von 16,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ihr könnt sehen, ich bin auch nicht langsam gefahren, also überall, wo ich konnte, 130. Somit kommen auch die 94 km/h zustande. Es gab so ein, zwei Staus in Budapest, als wir auf dem Weg waren zu den Tesla-Ladesäulen, aber sei es drum. Der ein oder andere hat vielleicht das erste Video, wo wir mit dem EQB 250 in die Türkei gefahren sind, noch nicht angeschaut. Gar kein Problem. Ich bin da nicht nachtragend, alles gut. Ihr habt alle Zeit der Welt, das noch anzuschauen. Aber Spaß beiseite. Wir sind jetzt hier an der ungarisch-serbischen Grenze, noch auf der Seite von Ungarn. Und der ein oder andere macht sich vielleicht Sorgen, hey, wenn ich lange in so einem Stau stehen bleibe, wird dann mein Akku leer gesaugt. Also machen wir Folgendes. Ich mache jetzt für euch, ihr habt gehört, Stau voraus. Ich mache für euch hier die Uhr. So, und wir haben jetzt einen State of Charge von 36%. Schatz, zeig mal hier bitte. So, und weil uns das nicht reicht, haben wir hier derzeit eine Restkilometeranzeige von 146 Kilometer bei normaler Fahrweise und 167 bei sparsamer Fahrweise. Nach dem Grenzübergang werde ich nochmal die Kamera anmachen, euch zeigen, was die Uhr dann sagt und dann nochmal die beiden Werte euch zeigen. Und Klima läuft hier derzeit auf Stufe 4, 21 Grad. Und dann habt ihr einfach ein besseres Gefühl dafür, ob ihr euch Sorgen machen müsst im Stau oder eigentlich mit dem Elektroauto alles okay ist, auch wenn man im Stau ist. Freunde des elektrischen Fahrens. Wir sind jetzt direkt nach der ungarischen Grenze. Erst einmal Riesenlob an die ungarischen Grenzbeamtinnen und Grenzbeamten. Es hat nur 26 Minuten gedauert. Und viel spannender ist, was ist mit dem Akku passiert in den, sagen wir mal, wir runden jetzt auf in den knapp halben Stunde. Also Liebling, halt mal hier drauf. Wir haben einen State of Charge von 35%, also da hat es jetzt nicht wirklich viel getan. Wir sind bei 1152 und die Restkilometer sind 142. Das bedeutet, ihr könnt euch jetzt einfach selber ein Bild machen, ob das jetzt so dramatisch ist, mit einem Elektroauto im Stau zu sitzen, einfach das Ganze hochrechnen und dann habt ihr das für 4 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, wie ihr das gerne haben möchtet. Somit denke ich, ist das alles total easy. Kann man machen, braucht man sich nicht zu fürchten. Aber mich würde auch eure Meinung interessieren. Schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Guten Morgen zusammen. Also ich habe sehr gut ausgeschlafen. Ich hoffe, meine Frau auch. Also, wie sieht denn heute die Planung aus? Fangen wir mal an, was gestern noch passiert ist. Gestern waren wir in einem Restaurant essen. Da waren wir übrigens letztes Jahr schon. Und das Tolle ist, wenn man dort was isst, darf man an einer 11 kW Ladesäule laden. Das ist der Startpunkt mit einem sehr hohen State of Charge. Wir werden heute eine 3-Stopp-Strategie fahren, weil mit der Erfahrung vom letzten Jahr wissen wir, welche Ladesäulen eher anzufahren sind und welche eher nicht. Wir werden eine Ladesäule in Belgrad anfahren. Ich blende es euch mal ein. Danach werden wir einmal in Niš laden. Und die dritte Ladesäule ist, ich glaube, so ungefähr bei Plovdiv in Bulgarien. Und wenn wir dort auf 80% laden, haben wir genug State of Charge, um bis nach Edirne zu kommen, zum Hotel. Und das werden wir jetzt einfach mal ausführen. Und ich habe auch darauf geachtet, als ich die Ladesäulen ausgesucht habe, geschaut, dass es nicht mitten im Nirgendwo ist. Und das wär's. Und dann würde ich sagen, fahren wir los und erleben mal das Ganze. Let's go! Nach 194 Kilometern sind wir nun bei unserem ersten Ladestopp hier an der Grenze zu Belgrad angekommen. Und wir haben hier einen Durchschnittsverbrauch von 20,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und noch eine Restreichweite von 125 Kilometern. Der State of Charge ist derzeit bei 35%. Und jetzt denkt sich einer oder andere, wieso lädst du bei so einem State of Charge jetzt nach? Naja, weil die nächste Ladesäule, ich blende es euch mal ein, kann nur 50 kW. Also machen wir den Stopp hier. Dementsprechend wird es ein kürzerer Stopp. Und dann ist einfach alles gut. Für diesen Ladestopp brauchen wir jetzt die Charge & Go App und wir brauchen Internet. Danke an alle,
die mir den Hinweis gegeben haben, mit Airalo und anderen Sachen hier eine Internetverbindung bzw. Mobilfunkverbindung herstellen zu können. Jetzt habe ich Internet hier in Serbien und ja, also kann euch da einfach nur so Sachen wie Airalo und andere Anbieter. Ich habe es jetzt von Maya gemacht, aber wie gesagt, keine Werbung. Und jetzt legen wir einfach mal los. Die Ladeklappe wurde mir freundlicherweise schon halb geöffnet. Ich habe jetzt die Charge & Go App geöffnet. Das ist hier diese Ladesäule und wir nehmen hier DC den 144er, machen einmal Start Charging. Hier sieht man auch noch mal, was das Ganze kosten würde. Machen Next, Plug in and Start Charging. Perfekt. Press Start Button and Start Charging. Oh, wo ist denn der Start Button? Ach so, ich muss hier Start Charging drücken. Starting Charging Session. Okay. Naja, man lernt immer was dazu. Hier übrigens steht hier an der Ladesäule auch, Laden wird vorbereitet, Ladevorgang startet. Spannend, dass es hier auf Deutsch steht. Und in der App ist es auf Englisch. Okay. Also jetzt, auch das haben wir jetzt einmal erlebt. Hier haben wir jetzt immer noch Charging in Progress. Beim Auto hat es Klick und Klack gemacht. Da oben haben wir jetzt auch schon die Einblendung. Ladevorgang erfolgreich gestartet. Am Bildschirm können wir jetzt auch schon schöne Zahlen sehen. Und idealerweise erreichen wir jetzt hier, obwohl wir so einen hohen State of Charge haben, in Anführungsstrichen, noch irgendwie so die 100. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, das wollen wir sehen. Ja, wunderbar. Top, top, top. Also hier, das hat schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt schauen wir uns mal hier die Erfahrung hier beim Ladeplatz an, wie das ganze Ladeerlebnis hier ist. Wir sind hier an so einer OMV-Tankstelle. Ja, jetzt warten wir hier einfach mal das Ganze ab. Ich glaube, ich hole mir noch einen Kaffee. Jeder darf einmal auf Toilette gehen und dann stöpseln wir hier ab und fahren einfach mal weiter. Mal sehen, ob hier eine Ladeunterbrechung oder so kommt. Bis jetzt hat es ja ohne geklappt. Also, toi, toi, toi. So, wir haben jetzt einen State of Charge von 81% und jetzt wird es Zeit, das Ganze hier abzuklemmen. Ich habe das nicht so gut hinbekommen wie der Kollege neben mir. Ich hoffe, das passt jetzt so. Durch den leicht höheren Verbrauch haben wir jetzt mit dem 82% State of Charge eine Reichweite von 285 Kilometer und damit fahren wir jetzt los und schauen mal, was uns unterwegs erwartet. Nach 436 Kilometer sind wir nun beim zweiten Ladenstopp hier in Serbien angekommen, und zwar bei Niš. Den Ladebereich zeige ich euch gleich, weil der ist sehr spannend. Wir haben einen State of Charge von 14%, also ein guter Zeitpunkt zum Laden, und das machen wir jetzt. Wie angekündigt brauche ich auch hierfür die Charge & Go App. In der App wähle ich jetzt den Ladeort aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Aber das hatte ich euch eben auch schon gezeigt. Also ist eigentlich nicht mehr spannend, aber wir machen es trotzdem einmal gemeinsam. Ich nehme jetzt diesmal den zweiten. So, jetzt stecke ich mal an. Er sagt jetzt zwar nichts. Okay, aber die Ladesäule sagt Waiting for Authorization. Bin jetzt gar nicht sicher, ob das alles so gut geklappt hat. Oder ob ich den Prozess hier noch einmal starten muss. Weil irgendwie braucht der verdächtig lange jetzt gerade dafür. Also ich glaube, es hat jetzt irgendwie so nicht geklappt. Ich breche das Ganze mal ab. Durch meinen Ladeabbruch ist jetzt das eine Kabel als belegt. Wir nehmen jetzt einfach mal das andere. So, jetzt können wir hier auf Start drücken. So, Charging in Progress. Okay, und er hat jetzt gestartet. Wunderbar. So, jetzt zeige ich euch mal hier das Ladeerlebnis. Und zwar sind wir bei so einer Art Shoppingpromenade. Und jetzt schauen wir uns mal hier das Ganze an und sehen hier
eine Ladegeschwindigkeit von knapp 100 kW. Das wollen wir sehen. Und jetzt gönnen wir uns unsere wohlverdiente Pause. Bei einem State of Charge von 84% brechen wir jetzt hier das Ganze ab und begeben uns Richtung serbisch-bulgarische Grenze. Wir haben jetzt eine Restreichweite von 296 Kilometern und auf uns wartet wahrscheinlich ein Grenzverkehr von mindestens 2-3 Stunden Wartezeit. Deshalb sollte uns das mit diesem Puffer reichen, hoffentlich. Ansonsten müssen wir einen Zwischenstopp in Dragoman einlegen, aber das werden wir dann sehen. Los geht's! Wir sind jetzt an der Grenze von Serbien nach Bulgarien und ich habe es ja vorhin schon angeteasert, hier ist ein brutaler Grenzverkehr. Deshalb starte ich jetzt einmal kurz die Uhr. Jetzt habe ich die Uhr hier einmal starten lassen und wir schauen uns mal an, was uns hier die Werte vom Display sagen und dann können wir das vergleichen, wenn wir dann, ich denke, mindestens 2-3 Stunden später durch die Grenze durch sind. Also Achtung! Wir haben jetzt 535 Kilometer heute gemacht, haben eine Restreichweite von 185 und der State of Charge sagt uns, dass wir 53% haben. So, Klima ist auf Stufe 4, 21 Grad. Wir haben angenehme 31,5 Grad. Und dann schauen wir einfach mal am Ende der Grenze, wenn wir durch beide durch sind, was dann hier das dürfte wahrscheinlich 1-2 Kilometer sein maximal, dann hier passiert. So Leute, jetzt möchte ich ein kurzes Update geben. Und zwar, diesmal darf ich das machen. Ich filme jetzt heimlich. Mein Mann könnt ihr hier sehen. Wir stehen jetzt seit 1 Stunde an der bulgarischen Grenze. Ja, und dem war es jetzt langweilig. Der unterhält sich jetzt mit den Menschen und ich darf hier weiterfahren. Beziehungsweise da geht jetzt gar nichts mehr. Wir warten und warten. So wie ihr seht, viele Menschen sind auf der Straße. Genau, da auch noch ein bisschen. Die Grenze ist voll. Ah, ich darf jetzt weiterfahren. Schön machst du das, Schatz. Als ob er mich gehört hat. Wir stehen auf jeden Fall immer noch an der Grenze. Es ist sehr, sehr voll. Ich glaube, es ist jetzt 1,5 Stunden her, dass wir warten und warten immer noch. Also, wir haben laut der Apple Watch über 2 Stunden 11 gebraucht, aber das stimmt nicht. Es hat noch länger gedauert, weil wenn man die Stoppuhr hier weggemacht hat, dann hat die Stoppuhr aufgehört zu zählen. Ich habe das dann 1-2 Mal bemerkt, wie das dann weg war. Das heißt, wir müssen uns nachher, dann im Video, müsst ihr mal oben rechts schauen, wie lang zwischen dem, was ich euch gleich zeige auf dem Tacho, Uhrzeit und was vorher gezeigt wurde im Clip, einfach so der Unterschied ist. Wir wollten uns den State of Charge anschauen und zwar, Liebling, halt mal hier dran. Und zwar haben wir jetzt einen State of Charge von 46% und hier drüben haben wir 162 Restkilometer und ihr seht, die Kilometer hier in der Mitte haben sich gar nicht verändert, weil wir halt in der Grenze gar nicht vorwärts gekommen sind. Und alles andere ergibt sich jetzt für euch, ob das jetzt ein großer Verbrauch war im Stillstand oder ein kleiner Verbrauch in der Zeit. Jetzt seht hier oben nochmal die Zeit für euch zur Referenz. Und wir fahren jetzt mal weiter zur nächsten Ladesäule. Das Gute ist, wir können jetzt hier das MBUX-Navi wieder benutzen und wir haben hier den nächsten Ladestopp eingegeben und er sagt, wir sollen dazwischen noch kurz laden. Das würden wir aber gerne vermeiden. Es dauert 149 Kilometer, bis wir dort sind und 161 Kilometer bei normaler Fahrt haben wir an Reichweite, aber 214 bei sparsamer Fahrt. Und wir wollen jetzt die sparsame Fahrt machen. Wir fahren jetzt anstatt 130, 120 in der Hoffnung, dass wir unseren Ladestopp erreichen, ohne zwischenladen zu müssen. Und dann würde ich sagen, auf geht's!
Nach 688 Kilometer sind wir nun bei unserem letzten Ladestopp, denke ich. Wir haben noch eine Restreichweite von 57 Kilometer, passt. Und der State of Charge ist derzeit bei 15%. Und wie versprochen laden wir jetzt bei L-Drive. Also ich gehe jetzt mal raus, nehme mein Handy in die Hand und dann legen wir los. Ich habe die L-Drive-App glücklicherweise schon runtergeladen. Ich habe es euch erzählt. Dann drücke ich hier auf den Lader drauf. Dann hier auf die Steckplätze. Und der erste ist noch verfügbar. Ich zeige euch das gleich mal. Der zweite ist nämlich drin. Hier sieht man Zahlungsmittel. Ich mache Ladevorgang starten. Hier steht jetzt Authorized to Charge. Also legen wir jetzt mal los. Meine Frau hilft mir hier. Okay, der hat jetzt eingerastet. Das ist sehr schön. Ich zeige euch mal, wie das Ganze hier aussieht. Denn ihr seht, da lädt auch schon ein anderer. Da steht schon Preparing to Charge, Setting Up. Und dann schauen wir uns auch hier gleich das Ladeerlebnis und so weiter alles an. Also Ladevorgang erfolgreich gestartet, wunderbar, top. Wir sehen auch schon, dass er jetzt hier versucht aufzubauen. 30 kW. Ich glaube, der Kona hat fertig geladen. Das schauen wir uns gleich mal an. Beziehungsweise während der hier aufbaut, zeige ich euch das Ganze mal. Wir sind hier an einer Raststätte. So ist hier das Ganze. Wir können jetzt sehen, bei meinem Stecker CCS1 haben wir 98 kW. Wunderbar. Somit war das auch erfolgreich. Und dieses Jahr hat es mit 3-mal Laden gereicht. Es wird reichen. Wir werden jetzt etwas mehr voll machen, vielleicht so 90 oder 100% und dann einfach durchfahren. Weil man darf in Bulgarien etwas schneller fahren, 140 km/h ist erlaubt. Und das nutzt man dann einfach vielleicht später aus. Und dann braucht man etwas mehr Akku, damit man am Ziel ankommt. Wir essen jetzt was und dann fahren wir gleich wieder weiter. Wir haben jetzt ein State of Charge von 99 oder 100%, aber dieser Bildschirm hat sich aufgehangen, da geht einfach gar nichts. Deshalb machen wir das jetzt mal hier frei. Wie ihr seht, die Verhältnisse waren so schwierig, dass das Ladekabel hier sogar in der Luft hängt. Mal sehen, ob ich es alleine hier frei bekomme. Oh. Jetzt haben wir hier eine Reichweite von 367 und der State of Charge, wenn ich mir den jetzt hier kurz anschaue, ist bei 99%. Zum Ziel sind es noch so circa 233 Kilometer, so circa, oder 240. Und wir haben jetzt also einen guten Puffer. Aber der hat jetzt hier die Kalkulation von einer sehr moderaten Fahrweise. Wie gesagt, um Sofia herum, die 30 Kilometer fährt man sehr langsam. Und dann gibt es auch teilweise so Passagen, wo die Straßen eher nicht so gut sind, wo man nicht so ganz schnell fahren kann. Jetzt aber, die Passage, sag ich mal, von den letzten 200 Kilometern, kann man 140 fahren. Und das bedeutet, dann wird uns hier diese 367 Kilometer, die uns angezeigt werden, vielleicht gerade so reichen. Naja, das ist halt immer bei der Elektromobilität so ein bisschen Abenteuer. Aber ich denke, das wird immer von Jahr zu Jahr besser, von Auto zu Auto, Modell zu Modell besser. Wie findet ihr das? Da würde mich auch eure Meinung sehr interessieren. Wir fahren jetzt los und dann gibt es bei Ankunft noch einen Tagesabschlussbericht und dann legen wir uns aufs Ohr. Genau an dieser gleichen Stelle waren wir letztes Jahr, als wir die Grenze in die Türkei überquert hatten. Und jetzt sind wir wieder hier. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Urlaub. Jetzt machen wir wieder Urlaub. Das war vorerst das letzte Mal in die Türkei. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, wir sollten auch mal in andere Richtungen gehen. Genau. Aber das heben wir uns für einen anderen Roadtrip auf. Dieser Roadtrip ist jetzt quasi, Teil 1 ist beendet. Wir sind jetzt in der Türkei und ja, jetzt gehen wir Richtung Hotel. Es gibt gleich noch ein Video als Tagesabschlussbericht und dann gehen wir schlafen. Tschüss. Kommen wir nun zu unserem Tagesabschlussbericht. Wir sind heute 921 Kilometer gefahren und haben jetzt noch eine Restreichweite von 77 Kilometern. Und der Durchschnittsverbrauch heute von diesen 921 Kilometern waren 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wir haben zwar mittlerweile 23:33 Uhr,
Es ist aber eine Zeitverschiebung von 2 Stunden, weil einmal Sommerzeit und einmal noch die 1 Stunde. Das heißt, wir wären dann so um 21 Uhr nach deutscher Zeit hier gewesen und hätten wir so circa, ich glaube, 3 Stunden nicht verloren an der Grenze von Serbien zu Bulgarien, wenn wir dann sogar schon um 18 Uhr hier angekommen. Also wäre ziemlich cool gewesen. Und wir haben jetzt noch einen restlichen State of Charge von 23%. Alles in allem war das ein deutlich erfolgreicher zweiter Tag für die Hinfahrt in die Türkei als letztes Jahr, wo wir in Serbien wirklich sehr viele Probleme hatten. Die Erfahrung hat sie einfach hier ausbezahlt gemacht, nach besseren Ladestationen Austausch zu halten und einfach hier besser zu planen. Ist halt schade, dass hier alles manuell geplant werden muss, weil es halt immer noch nicht so ein einheitliches Netz ist. Jetzt kann man sagen, okay, man könnte EWGO benutzen und so weiter, aber dann wird man auch zum Teil doppelt so viel bezahlen, manchmal, je nachdem, welchen Ladeanbieter man nimmt oder nicht. Das muss halt auch nicht sein. Gut, so viel dazu und somit wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ich verabschiede mich jetzt. Guten Morgen zusammen. Das ist jetzt der erste Tag unserer Rückreise. Wir sind in Edirne. Wir wollten eigentlich über die Hauptgrenze durch Kapıkule Richtung Bulgarien gehen. Jetzt hat sich aber die Gruppe entschieden, über Hamzabeyli zu fahren. Das ist die etwas nördliche Grenze. Ja, 50 Kilometer muss man dann quasi umfahren im Vergleich zur normalen Strecke. Und wir haben uns relativ spät entschieden, den anderen Grenzübergang, sag ich mal, festzulegen. Deshalb fahren wir jetzt, Liebling, zeig mal nach da vorne, derzeit so über Feldwege. So, wie sieht die Planung aus? Also ich möchte eine 3-Stopp-Strategie fahren. Ich hoffe, das klappt. Ziel ist heute Abend wieder Palić in Nordserbien. Das gleiche Hotel, gewohntes Setup. Aber wir können natürlich nicht die gleichen Ladesäulen nehmen wie bei der Hinfahrt, weil auf der Gegenfahrbahn sind die Ladesäulen anders verteilt. Also, der erste Stopp wird so ungefähr in der Mitte von Bulgarien sein. Der zweite Ladestopp wird dann ungefähr so, ich glaube, auf Höhe Niš sein. Und der dritte dann wieder bei Südbelgrad. Gut ist, das Auto war voll. Wir sind jetzt so wahrscheinlich bei 90%. Und naja, diese Feldwege verbrauchen jetzt auch nicht viel Akku. Es wird auch gleich eine normale Landstraße geben. Also das ist jetzt nur ein kleiner Abschnitt, dieser abenteuerliche Part. Ansonsten, wir haben, wenn ich mal ab Reset schaue, Liebling, halt mal hier rüber, mittlerweile 5760 Kilometer gemacht während des Urlaubs und haben derzeit einen Durchschnittsverbrauch über diese 5760 Kilometer von 18,3 Kilowattstunden. Ich denke, das ist ganz, ganz okay. Es sind angenehme 24 Grad. Das ist so zum Setup und alles andere werden wir jetzt im Laufe des Videos, beziehungsweise ihr im Laufe des Videos erleben, wie das Ganze jetzt klappt oder nicht klappt. Und somit würde ich sagen, geht die Reise los. Wir sind nach knapp 1,5 Stunden durch die türkisch-bulgarische Grenze gekommen. Das ist phänomenal. Das haben wir uns gar nicht so erträumt. Das ist toll. Jetzt sind wir aber, weil wir durch eine eher seltene Grenze sind oder eine Nebengrenze, fahren wir jetzt solche Straßen. Liebling, halt mal nach vorne. Wie ihr sehen könnt, es geht jetzt die ganze Zeit nach links, rechts. Und die Straßenbegebenheiten sind jetzt nicht die besten. Aber es ist okay. Wir haben, wie gesagt, schon Schlimmeres heute schon gesehen. Das Tolle ist, Liebling, halt mal hier an das Navi, wir sind in 196 Kilometern am ersten Ladestandort und wir haben noch eine Restreichweite von 235 bei einer Fahrweise wie gewohnt und wenn wir sparsam fahren würden, 338. Das stimmt uns natürlich zuversichtlich. Wohlgemerkt, wir fahren jetzt viel Landstraße. Und später fahren wir dann Autobahn. Wie gesagt, wir sind so nach 10, 20 Kilometern wieder auf der bulgarischen Autobahn. Dann wird sich der Verbrauch hier wieder etwas anpassen und dann der Puffer ein bisschen schmelzen. Aber ich bin zuversichtlich. Zur Not fahren wir einfach einen Tick langsamer. Aber sehen wir mal. So, das als kleines Update. Und dann würde ich sagen, fahren wir weiter.
Nach 290 Kilometern sind wir nun bei unserem ersten Ladestopp hier angekommen. Wir haben hier eine Restreichweite von 35 Kilometern und einen State of Charge von 11%. Und jetzt starten wir hier den Ladevorgang gemeinsam. Das ist hier diese berühmt-berüchtigte Ladesäule aus dem Zurück-Video vom letzten Jahr. Er sagt jetzt, dass wir eine Karte hier rauszücken sollen. Das haben wir aber leider nicht, weil damals haben wir mit dem Mercedes-Ladetarif geladen. Jetzt machen wir es aber mit dem Finis Charging-Tarif. Ein Konto habe ich mir bereits schon erstellt und Kreditkarten und so weiter hinterlegt. Wähle hier die Ladesäule aus. Wir nehmen hier einmal, drücken auf Charge Now. Wir nehmen hier einmal CCS2, kostet 0,69 BGN. Jetzt müssen wir das Ganze hier verbinden. Und hier hat sich auch schon Bildschirm geändert zum Initializing. Perfekt. Hier hat schon geklickt und geklackt. Ich habe das für euch eben mal umgerechnet. Das Ganze kostet hier die Kilowattstunde 35 Cent. Was will man mehr? Also das ist echt sehr, sehr günstig. Daumen hoch. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man lokal lädt, beziehungsweise mit den lokalen Anbietern und nicht jetzt hier mit EWE Go oder mit dem Mercedes-Ladetarif. Da zahlt man halt derzeit 50, 60, 70 Cent die Kilowattstunde. Das muss nicht sein. Das kann man sich alles ersparen, wenn man einfach 5 Minuten sich irgendwo hinsetzt, seine Kreditkarte in der Hand hat. Manchmal reicht auch Apple Pay oder Google Pay. Da braucht man nicht mal die Kreditkarte. Kann es einfach direkt verknüpfen und das war's. Wir ziehen jetzt hier das Ganze mal durch. Bevor wir das aber machen, zeige ich euch hier, wie das Ganze aussieht, das ganze Ladeerlebnis. Ihr habt es ja im Dunkeln gesehen. Jetzt seht ihr das mal im Hellen. Das ist hier das ganze Ladeerlebnis. Minuspunkt, es gibt keine Toiletten. Das ist derzeit in der Reisegruppe, wo wir gerade sind, ein heißes Thema. So, jetzt mal hier durch und wenn wir hier fertig sind, geht es dann weiter zur zweiten Station. Mit symbolischen 96% fahren wir hier los und ihr könnt auch sehen, dass wir inklusive Ladeverluste 61 Kilowattstunden in 46 Minuten geladen haben. Und jetzt stecken wir das Ganze ab und machen uns auf den Weg Richtung Serbien-Niš. Ehrlich gesagt, für mich war die Ladepause ein bisschen zu lang, aber so ist leider die Elektromobilität. Also los geht's. Ich möchte mit euch eine ganz spezielle Information teilen bezüglich Laden bei Finis. Es ist so, dass wenn ihr euch ein Konto bei Finis erstellt, dann müsst ihr dort natürlich eure Zahlart hinterlegen. Das Spannende ist aber, ihr müsst erstmal euer Konto aufladen. Und ich hatte es damals initial mit 50 bulgarische Lev, ich glaube so nennt man das, aufgeladen. Und das, was wir jetzt eben geladen haben bei der Ladesäule, waren so irgendwas mit 42 bulgarische Lev. Und wir haben jetzt, wenn ich in mein Konto reingehe, hier noch etwas knapp 7, 8 Lev übrig. Der ein oder andere wird sich jetzt hier erinnern, letztes Jahr, als wir bei Charge und Go geladen haben, ist das sehr ähnlich. Man muss erstmal sein Konto aufladen und dann muss man das Ganze aufbrauchen. Das Ganze hat, ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es okay, dass man sein Konto aufladen muss. Ich meine, das ist ja egal. Ich meine, man möchte so oder so laden. Das ist jetzt nicht weiter tragisch. Das Gute daran ist, dass man dann in den Genuss der vergünstigten Ladekonditionen kommt. Das ist halt das Positive daran. Wie findet ihr das? Schreibt mir gerne dazu unten was in die Kommentare. Wir auf jeden Fall fahren jetzt mal weiter Richtung serbisch-bulgarische Grenze. Wir sind jetzt von Bulgarien raus und in Serbien rein. Das Ganze hat 2 Stunden gedauert. Soweit, so gut. Also man kann sagen Standard. Vom Verbrauch her alles gut. Diejenigen, die das erste Video gesehen haben, wo wir hingefahren sind, dort habe ich ja auch gezeigt, wie wenig ein Auto beim Stehen verbraucht oder bei so einem Stauverkehr. Von daher ist das alles super.
Wie seht ihr das? Findet ihr das schlimm oder sagt ihr, hey, es ist wie es ist? Packt es unten in die Kommentare, ich tausche mich sehr gerne mit euch aus. Und ich fahre jetzt mal weiter. Nach 560 Kilometer kommen wir nun bei unserem nächsten Ladestopp an. Wir haben noch 75 Kilometer Restreichweite und ein State of Charge von 21%. Und somit starten wir hier den Ladevorgang. Das ist übrigens hier die Shopping Plaza, wo wir schon bei der Hinfahrt waren. Es hat einfach gut gepasst, hier kann man gut laden. Und wie ihr hören könnt, habe ich vergessen, das Mikrofon einzuschalten, deshalb muss ich das im Nachgang hier einsprechen. Wir nutzen hier wieder die Charge & Go App und starten hier den Ladevorgang. Wie ihr sehen könnt, klappt das hier mittlerweile ganz gut. Und die Ladesäule baut auch hier relativ schnell die bekannten 100 kW auf. Diesmal aber werden wir nicht bis 80% aufladen, denn die Reisegruppe hat sich entschieden, hier eher nur einen kürzeren Stopp anzulegen und stattdessen beim nächsten Stopp dann länger zu laden und zu halten. Somit beenden wir hier den Ladevorgang, stecken hier das Ganze einmal ab und legen hier den Stecker wieder an seinen gewohnten Platz. Mir persönlich sollte das recht sein. Wir haben hier dennoch einen leckeren Kaffee genossen, aber die Gruppe hatte an sich noch keinen großen Hunger und somit haben wir quasi die große Ladepause mit Essen und so weiter nach hinten verschoben. Jetzt möchte hier jemand meine Scheibe putzen und ich... nein, das gibt's nicht. Oh, ich hab kein Geld. Ah, ich glaube, wir haben hier 2 Euro. Oh Mann, ich putze meine Scheiben selber, das gibt's nicht. Wir kennen es ja noch vom ersten. Ah. Please, yes, 2 Euro, please. Please, Ich habe please. nichts. 2 Euro habe ich. Bitte. Mehr habe ich nicht. Aber ich komme von Türkei. 2 Euro meine Essen, weil 3 Kinder. Guck mal, was soll ich machen? Ich habe nicht mal Geld. Schatz, ich habe kein Geld. Ich guck mal. Ich muss los. Sorry, ich muss los. Ja, ihr habt gesehen, Leute, es ist einfach eine andere Kultur. Jetzt habe ich hier diesen Herzen hier als Andenken und ja, es ist wie es ist. Beim nächsten Ladestopp werde ich das dann halt selber nochmal sauber machen. Aber jetzt ist zumindest die Scheibe vorne etwas sauber. Liebling, zeig mal drauf. Oder was denkt ihr? Hier ist vielleicht noch so ein kleines Stückchen. Das hätte man noch sauber machen können. Naja gut, heute ist wieder so ein toller Tag. Naja, wir fahren einfach mal weiter. Ihr merkt schon, ich habe keine Worte mehr übrig. Los geht's. Nach 697 Kilometern sind wir nun beim dritten und letzten Ladestopp angekommen. Wir haben noch eine Restreichweite von 79 Kilometern. Es sind sehr angenehme 33,5 Grad. Und jetzt starten wir den Ladevorgang. Wir haben noch ein Rest State of Charge von 23%. Und jetzt, damit legen wir los. Das ist wieder eine Charge & Go Ladesäule, so wie eben auch. Wir wählen hier den rechten aus. Ich denke, das ist der rechte. Drücken einmal auf Start Charging, machen hier auch noch mal ein Next. Okay, das war der richtige. Jetzt machen wir jetzt Start Charging. Das war's mehr oder weniger. Also aus mir unbekannten Gründen lädt er nur mit 57 kW und ich musste deshalb hier unsere Essenssession kurz abbrechen. Ich werde jetzt hier den Ladevorgang abbrechen und werde stattdessen mal diesen Stecker benutzen, in der Hoffnung, dass ich noch auf die 100 kW komme. Jetzt nehmen wir hier gerade den anderen Stecker. Oh, jetzt haben wir hier einen Error. Der Ladevorgang wurde nun erfolgreich gestartet. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier auf die 100 kW kommen. Mir ist klar, dass ich mit einem höheren State of Charge angekommen bin, mit 20 irgendwas Prozent. Aber normalerweise muss er auch da trotzdem hoch aufbauen. Und hier sehen wir schon, sind wir schon bei den 60, schon mal 3 kW mehr als vorher. Und da sehen wir jetzt auch schon die 80, 90, 100. Und so muss das auch sein. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und das ist der Grund, der mich bei der Elektromobilität am meisten ankotzt. Entweder ominöse Ladeabbrüche, wogegen man einfach nichts machen kann und vielleicht sogar nicht einmal eine Benachrichtigung bekommt,
dann kommt man hier an und das Auto dümpelt immer noch bei 30% rum, als Beispiel. Oder solche Geschichten wie, dass man eigentlich auf 100 kW hofft, aber die Ladesäule einfach nicht mehr hergibt. Aus welchen ominösen Gründen auch immer, nur weil ich jetzt den falschen Stecker genommen habe. Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Das ist wirklich der Punkt, wo mich maximal frustriert. Klar, bei mir spricht jetzt hier auch der maximale Frust raus, weil es ist jetzt natürlich spät. Ich musste mein Essen unterbrechen mit meiner Familie, um hier zur Ladesäule herzudappeln, um das Ganze noch mal in Betrieb zu nehmen, dann natürlich auch für euch aufzunehmen. Aber klar, ich mache das gerne, aber das ist auch zusätzliche Arbeit und Belastung. Wie ist denn eure Meinung zu den Sachen, die ich genannt habe? Was mich persönlich bei der Elektromobilität am meisten ankotzt. Ist das bei euch auch so, was euch ankotzt? Oder sind andere Sachen, die euch ankotzen, auf die ich jetzt noch nicht gekommen bin im Laufe des Roadtrips? Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Charging completed. Mit einem State of Charge von 100% verlassen wir jetzt hier den Ladeplatz. Und wir können sehen, wir haben jetzt eine Reichweite bei normaler Fahrweise wie gehabt von 336 Kilometern, haben jetzt knapp 290 Kilometer zu bewältigen, aber es sind 290 Autobahnkilometer, mehr oder weniger. Und dann schauen wir mal, ob wir das jetzt in einem Trip schaffen oder nicht. Also los geht's. Nach 991 Kilometern haben wir nun auch diese Etappe abgeschlossen. Wir haben noch eine Restreichweite von 28 Kilometern. Und das bedeutet, mit 100% Akku kommt man auf jeden Fall, wenn man durchgehend 130 auf der Autobahn fährt, über 300 Kilometer mit dem EQB 250, auf jeden Fall im Sommer. Im Winter ist es dann nochmal eine andere Geschichte. Wir haben ein State of Charge von 9%, also hier fürs Protokoll. Ansonsten war es eigentlich und ich wünsche euch eine gute Nacht und ich erhole mich jetzt mal. Guten Morgen zusammen. Ja, es ist ein neuer, frischer Tag und wie ihr sehen könnt, hinter mir ist der EQB und wir haben wieder am Restaurant laden dürfen. Wir kamen einfach hierher, die hatten schon fast geschlossen und habe dann gefragt, hey, ist es okay, wenn ich gerade mal hier anstecken lasse und morgen früh das abhole? Habe dann einfach ganz viel Trinkgeld auch da gelassen und haben gesagt, hey, gar kein Thema, das ist einfach angesteckt. Du warst ja schon zweimal hier, wir wollten ja auch ein drittes Mal kommen, hat ja leider nicht geklappt und hoffentlich beim nächsten Mal schaffen wir es etwas früher und können hier nochmal essen. Und somit fahren wir gleich mit einem State of Charge von 100% los. Also wir werden heute 4-mal laden müssen. Einmal ungefähr bei Győr, einmal irgendwo mitten in Österreich, einmal in Dorfen und einmal kurz vor Stuttgart. Und der bei Stuttgart, der muss gar nicht mal so lang sein, also braucht man nicht mal eine halbe Stunde, weil es ja dann ab Pforzheim dann runtergeht Richtung Karlsruhe und dann gar genau, also da wird der Verbrauch nicht so hoch sein. Da machen wir einfach nur eine kurze Trinkpause und that's it. Wir haben nur eine Grenze zu passieren, das ist natürlich sehr schön. Ich habe mir angeschaut, die Grenze von Serbien zu Ungarn ist eigentlich so gut wie leer. Wir müssen eigentlich jetzt ganz schnell uns auf die Beine machen. Ich bringe jetzt das Auto rüber zum Hotel, wir packen die letzten Sachen ins Auto und dann fahren wir los Richtung Deutschland und schauen mal, was uns heute auf dieser Etappe erwartet. Nach 298 Kilometern sind wir nun bei unserem ersten Ladestopp und wir haben einen Rest State of Charge von 16%. Und wo sind wir und wo laden wir? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir sind hier bei Ionity und diese Säulen kenne ich jetzt gar nicht. Da sieht man auch gleich die Preisinformation. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier mal mit dem Aufladen. Stecker einstecken. So, Verbindung okay. Jetzt hole ich mal die App raus. Wähle ich hier den Ladepark aus, dann die Ladesäule. Ich bin hier bei der 2, nehme ich hier die 2 und mache dann hier einmal auf Laden. Jetzt muss ich hier die Zahlung abschließen. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Jetzt muss ich hier meine Zahlungsmethode auswählen. Ich nehme jetzt einfach Apple Pay, weil es
deutlich schneller geht. Und das ist jetzt natürlich super. Da muss ich jetzt einfach sagen, dass ich hier sehr begeistert bin. Das Ganze legt jetzt los. Das hat auch schon geklickt und geklackt. Und ihr hört es vielleicht auch schon. Hier wird es etwas laut. Ich bin jetzt persönlich total begeistert, wie einfach ich meine Zahlungsart im Laufe hier des Ladevorgangs hinterlegen konnte. Einen riesengroßen Daumen hoch. Davon können sich mal sowas von alle eine Scheibe abschneiden, die einen schlechteren Prozess als das haben. Toller Prozess, gefällt mir sehr gut. Jetzt schauen wir mal, auf wie viel kW das Teil hier lädt. Es ist aber auf jeden Fall sehr laut, das kann ich euch schon mal sagen. Das ist auch ein sehr unangenehmer Ton, ehrlich gesagt. Und wir können hier sehen, wir laden schon mit 100 kW. Das ist super. Und wie immer während eines Ladevorgangs öffne ich die App vom Auto, starte dann die Vorklimatisierung, damit das Auto schön kühl bleibt während des Ladevorgangs. Und wir schauen jetzt mal, was man hier alles machen kann. Apropos schauen, was man machen kann. Wie ist denn das Ladeerlebnis hier? Also ihr habt gesehen, da ist hier eine Tankstelle, das goldene M. Also kann man auf jeden Fall auf Toilette gehen und Hände waschen und sich ein bisschen frisch machen. Und ja, wir schauen jetzt mal, warten hier, dass der EQB voll lädt und dann geht es weiter zum nächsten Stopp. Bei einem State of Charge von 88% stecken wir das Ganze ab. Nicht, weil wir 88% brauchen, sondern einfach, weil wir getrödelt haben. Und beenden hier auch mal dieses wirklich nervtötende Geräusch. Müssen Sie echt was machen. Das ist so unangenehm, so laut. Und könnt ihr noch mal sehen, 52,3 kWh. Und jetzt geht's los zur zweiten Etappe. Nach 570 Kilometern sind wir nun bei unserem zweiten Stopp angekommen. Wir haben noch eine Restreichweite von 37 Kilometern und der State of Charge sagt, dass wir noch 11% haben. Und weil es eine Smartrix-Ladesäule ist, kann ich jetzt gleich mit meiner NBW-Karte laden, brauche jetzt keine App. Und das ziehen wir jetzt einfach mal durch. Halten hier einmal die Karte hin, nehmen hier den. Liebling, kannst du bitte gerade aufmachen? Und der Ladevorgang wird hier direkt initiiert. Also es steht immer noch, wird gestartet. Im Cockpit steht zwar Ladestatus, aber noch 0,0 kW. Das kenne ich jetzt so von Alpitronic gar nicht. Und jetzt steht hier auch schon Ladevorgang beendet. Na super, genau das ist das, was wir jetzt nicht haben wollen bei unserer Durchreise. Ja, das regt mich jetzt wieder auf, ehrlich. Versuchen es auf ein neues. So, hat verriegelt. Und hier wäre noch eine Säule, nicht funktionstüchtig. Das ist genau das, was ich an Elektromobilität liebe. Du weißt nie, was dich erwartet. Oh Mann. Hier steht wieder Ladevorgang beendet. Na super. Wir versuchen jetzt mal diese Ladesäule dort. An alle, die sich damit, das war diese Ladesäule hier, dürft es dann gerne recherchieren. Wir haben heute den 29.08. Es ist 14:03 Uhr. Ich parke einmal um. Versuchen wir es mal hier. Jetzt schauen wir mal. Also hier klickt's und klackt's. Also locker jetzt einfach mal wieder 5 Minuten verloren. So, jetzt fängt er hier an zu laden. Das ist super. Wir haben jetzt derzeit knapp 14 kW. Sind wir schon bei den 35 und da haben wir die knapp 100 kW. Wunderbar, das wollen wir sehen. Und ich verstehe auch total die Menschen, die dann sagen, hey, ich fahre einen Tesla, da muss ich mir gar keinen Gedanken machen. Ich kaufe das Auto, steige ein, jetzt wird es ein bisschen laut, den gibt es noch nicht elektrisch, noch nicht. Und dann gebe ich einfach ein, wo ich hin will. Und wenn mal eine Ladesäule nicht klappt als Beispiel, entweder weiß es Tesla schon sofort, weil einfach ihre IT noch mal eine andere Sache ist, da stehen sowieso 10, 20 Ladesäulen in der Regel bei Tesla, dass man dann auch kein Problem hat. Vor allem muss man halt auch nicht Karte hinhalten und irgendwie warten, dass sich das autorisiert, sondern man steckt einfach an, weil es alles über das Tesla-Konto läuft und verliert einfach so gut wie gar keine Zeit.
Und hier, wenn du mit normalen Elektroautos unterwegs bist, dann auf die freien Ladesäulen angewiesen bist und dann sowas vorfindest, dann geht der Frustlevel von 10% auf 100 innerhalb von 10 Sekunden, also zumindest bei mir. Das gehört dazu, ist noch Pioniersarbeit, würde ich sagen, im Jahre 2024 Elektroauto zu fahren. Wie ist denn eure Meinung dazu? Wir hatten ja schon das Thema bei einer anderen Ladesäule auch und es würde mich total interessieren, wie ihr jetzt wieder diese Situation findet. Kennt ihr das auch? Schreibt mir das einfach unten in die Kommentare, ich tausche mich sehr gerne mit euch aus. Ich hole mir jetzt eine Abkühlung und dann fahren wir demnächst weiter zur dritten Etappe. Jetzt ist was ganz Spannendes passiert. Ein ID.4 hat jetzt die Ladesäule von eben benutzt und das Lustige ist, der kann laden. Ich habe eben an der Ladesäule draufgedatscht, um zu sehen, und bei mir ging es nicht und ich muss jetzt hier bei dieser Ladesäule bleiben. Aber wir laden hier nichtsdestotrotz mit den etwas mehr als 100 kW. Das ist toll, aber das muss mir jetzt wirklich irgendeiner erklären, bitte. Warum kann er laden? Warum? Und bei einem State of Charge von 80% beenden wir auch hier die Ladegeschichte. Das ist mit Abstand die größte Herausforderung. Kamera in der Hand plus diese schweren Lade-HPC-Stecker. So. Nach 813 Kilometern sind wir nun bei unserem dritten Ladestopp angekommen. Restreichweite sind 37 Kilometer und der State of Charge sagt uns 11%. Und wir sind hier bei NBW, das heißt, ich kann wieder meine Ladekarte nehmen, aber diesmal bei NBW direkt und nicht Smartrex NBW. Es gibt hier erstaunlicherweise ganz viele Ladesäulen. Wir starten jetzt mal hier das Ganze. Nehmen wir hier einmal CCS 2 müsste es sein. In der Hoffnung, dass es diesmal besser klappt als in Österreich. Und das sind hier diese großen Ladesäulen von Alpitronic, 300 kW. Finde ich persönlich mal ziemlich cool, wenn man die Ladestärke dort oben sieht, was die Ladesäule leisten kann. Mittlerweile gibt es ja auch das gleiche in der Ausbaustufe 400 kW, aber 300 kW ist auch schon top. Es hat auch hier schon geklickt und geklackt. Mein Apple Watch sagt auch schon, Ladevorgang erfolgreich gestartet. Wunderbar. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir hier keinen Ladeabbruch bekommen. Das wäre natürlich sehr schön. Zeige ich euch mal kurz das Ladeerlebnis hier so in Gänze. Wir haben hier diesen Ladepark mit PV-Modulen bestückt. Ziemlich cool. Dann haben wir hier eine ziemlich stylische Baustelle. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Toilette müsste, nur als Beispiel, könnte man natürlich zum Baumarkt gehen. Da ist auch eine Bäckerei. Oder natürlich hinter mir ist auch noch ein Burger King. Dort könnte man auch hingehen. Das so hier zum Ladeerlebnis. Ein Gartencenter gibt es ja auch, also könnt ihr auch gleich mal schöne Grünpflanzen mit nach Hause nehmen. Und das war's. Ich muss persönlich sagen, neben mir hat ein ID.7 hier angedockt zum Laden. Das sieht echt ziemlich cool aus. Also den hier würde ich auch gerne mal fahren. So im Leasing, 2 bis 3 Jahre. Wäre echt ziemlich cool. Somit melde ich mich dann ab. Mit einem State of Charge von 94% beenden wir jetzt hier den Ladevorgang. Und das Tolle ist, dadurch, dass wir wieder so rumgetrödelt haben, müssen wir jetzt bei dem letzten Ladestopp gerade einmal 10 Minuten halten, einfach also kurz auf Toilette und vielleicht ein Getränk. Und das war's. Und dann können wir schon weiter nach Hause fahren. Und das werden wir jetzt machen. Also los zur letzten Etappe. Nach 1058 Kilometern sind wir nun bei unserem letzten Ladestopp und wir müssten gar nicht mal so viel laden,
weil wir haben noch knapp 150 Kilometer vor uns. Deshalb machen wir jetzt den kürzesten Ladestopp auf diesem Roadtrip. Wir sind hier bei Shell Recharge, powered by NBW. Nehmen hier am besten die 1. Mittlerweile sind wir geübt, Kamera in der einen Hand, Ladestecker in der anderen Hand. Wir haben einen State of Charge von 27% und wir werden jetzt hier, ich denke mit 10 Minuten, maximal 15 Minuten das Ganze hier verlassen. Deshalb machen wir eine ganz kurze Ladepause und ich zeige euch hier mal das Ladeerlebnis. Wir haben hier eine Shell-Tankstelle, hier ein KFC und dann haben wir hier noch so Industriezeugs. Ansonsten dort hinten noch den goldenen M, noch eine zweite Ladesäule hier und das war's eigentlich. Mit einem State of Charge von 52% brechen wir jetzt hier die Zelte ab. Wir haben ungefähr einen Weg von 120 Kilometer, haben jetzt 183 Kilometer. Das sollte auf jeden Fall reichen und somit geht's los zur letzten Etappe, ab zur Heimfahrt. Kommen wir jetzt zum Tagesabschlussbericht. Fürs Protokoll, wir waren schon um 21:40 Uhr zu Hause, also seit einer Stunde packen wir aus, haben die Kinder ins Bett gelegt und ein wenig klar Schiffshause gemacht. Heute sind wir gefahren insgesamt 1178 Kilometer und haben noch eine Restreichweite von 57 Kilometer und der State of Charge zeigt hier 16% an. Das hier zum heutigen Tag und auch hier Durchschnittsverbrauch mit 18,5. Kommen wir jetzt zum viel spannenderen Bereich und zwar dem Abschluss ab Reset von diesem Roadtrip. Wir haben hier seit Reset 7.914 Kilometer auf der Uhr und das Ganze mündet in einem Durchschnittsverbrauch von 18,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich persönlich finde das wirklich phänomenal und eigentlich schon fast legendär. Und letztes Jahr hatten wir einen Verbrauch von 19,0. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja die Batterie auch ein wenig an Leistung abgenommen hat. Also wenn sie letztes Jahr noch bei 100% war, ist sie jetzt so bei 98 oder 97%, nur als Beispiel. Apropos Batterie, wenn es irgendein Daimler-Mitarbeiter schaut oder jemand einen kennt, der bei Daimler arbeitet und mir irgendwie einen Termin hier in der Umgebung von Karlsruhe oder Stuttgart klar machen kann, um die Batterie von diesem Auto auszulesen, ich wäre euch sehr dankbar. Und ich gebe euch gerne einen aus, egal, Bier, Döner und Kuchen, whatever. Würde mich riesig freuen, wenn sich da irgendjemand meldet. Ansonsten, wenn wir über den Gesamtroadtrip jetzt so nachdenken, ich denke, er war total okay. Gerade die Hinfahrt verlief eigentlich sehr gut. Und ich muss sagen, ich bin von der Rückfahrt ein wenig enttäuscht, weil halt hier und dort so ein Ladeabbruch zustande kam. Ich denke, das war trotzdem ein guter Roadtrip. Und zum EQB sei halt gesagt, die Effizienz von diesem Kasten erstaunt mich immer wieder. Keine Ahnung, woher dieses Auto diese Effizienz rausholt für diese Form, die er mitbringt. Aber Daimler hat hier für den ersten Wurf ein sehr, sehr tolles Auto. Somit sind wir hier durch. Die Kosten werdet ihr gleich sehen. Und ich hoffe, dieser Roadtrip hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, packt es einfach unten in die Kommentare. Ich antworte euch immer. Ansonsten machen wir jetzt hier einen Cut und gehen rüber ins Outro. Es ist vollbracht. Wir sind nun endlich gesund und munter zu Hause angekommen. Wir haben schon mal uns frisch gemacht und auch Koffer und Gepäck sind schon zu Hause. Ihr habt gesehen, beim ersten Mal hätte man denken können, ja, das war nur reines Glück und ja, das macht man sicher nicht wieder und das ist viel zu viel Stress. Aber wir haben es tatsächlich auch ein zweites Mal durchgezogen. Man könnte es eigentlich auch, wenn man möchte, ein drittes Mal und viertes Mal durchziehen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt mal machen. Ich glaube, Türkei reicht ein bisschen. Man sollte auch mal was anderes sehen. Ich meine, ja. Die Welt ist mehr als nur zwischen Deutschland und Türkei. Von daher, aber sonst, letztes Jahr hatten wir gesagt, wenn man will, geht es. Dass es eine Inspiration für euch sein sollte. Das ist jetzt nochmal der Aufruf als Inspiration. Und ich habe auch von anderen gesagt bekommen, dass sie es durch dieses Video dann versuchen werden vom letzten Jahr. Und gebt euch den Ruck. Ihr habt gesehen, auch dieses Jahr ist es möglich. Und ja, von daher gibt es eigentlich nicht mehr viel. Ist gut. Lass uns schlafen gehen.
Es wird Zeit, schlafen zu gehen. Gute Nacht. Gute Nacht.